Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen Video meinerseits. Und wir sind immer noch in Malaysia und nehmen euch heute mit durch unseren Tag, was wir so machen. Und sind gerade aufgestanden. Das ist der Blick hier von unserem kleinen Balkon. Und irgendwo dazwischen den Palmen und Mangroven geht gerade irgendwas wieder tierisch ab. Ja, wir ziehen uns eben an nach dem Schläfchen und gehen zum Frühstück. So, asiatisches Frühstück, immer wild, aber war sehr lecker. Und dann haben wir jetzt unsere Koffer geholt, stehen jetzt wieder hier draußen, wo wir gestern angekommen sind, wo wir gestern auch mal weggefahren sind. Und zwar fahren wir wieder mit einem Grab, habt ihr ja gestern schon gelernt. Gestern sind wir ja, ich glaube 35 Minuten sind wir rausgefahren, haben wir so 10 Euro umgerechnet bezahlt, das war echt weit. Und zurück waren es dann fast 20, ich glaube 18 Euro, haben aber sehr lang gebraucht, weil halt Stau war. Und jetzt haben wir wieder so 12 Euro für eine 20 Minuten Fahrt um den Dreh rum. Und dann fahren wir zu einer Mietwagenbude und holen uns einen Mietwagen, um ein bisschen flexibler zu sein, ein bisschen mehr unterwegs zu sein und ein bisschen rauszufahren. Und das machen wir nämlich heute und es könnte ziemlich interessant werden. So, wir sind jetzt schon ein bisschen gefahren, weil wir wurden rausgelassen, mussten lebensgefährlich über eine Straße mit viel Verkehr. Das hat aber ganz gut geklappt. Dann hat sie etwas gebraucht, um uns das Mietwagen, Papierkram, Gedöns fertig zu machen. Und dann stehen hinten auf der Straße die Mietwagen, aber andererseits ist das mit einer Schranke beschrankt. Vorsicht, hier ist jemand, der genau da tanken muss. Und dann hat sie uns natürlich vom Hof gescheucht, weil sie die Karte vorhalten muss. Deswegen konnten wir jetzt nicht erstmal uns sortieren, euch was erzählen. Langnese heißt hier Walls, auch immer schön, dass es in jedem Land einen anderen Namen hat. Wir zeigen gleich mal das Auto, eine absolute Gurke. Wir haben mal jetzt ganz kurz einen Stopp gemacht an der Tankstelle, eben was Kleines zu trinken. Dann haben wir das Auto connected mit dem Handy, das zeigen wir gleich, warum das nämlich echt katastrophal ist. Und müssen gucken, ob wir eine, nicht Bip and Go, wie heißt das hier nochmal, Touch and Go Karte uns holen für die Maut. Herzlich willkommen im Auto. So, gibt kein Touch and Go. Also Touch and Go Karte haben wir jetzt hier nicht bekommen. Also die von Six wollte uns auch eine verkaufen, aber das wollten wir jetzt eher nicht. So, was hast du jetzt hier erst gemacht? Erstmal hier auf Easy Connection. Man muss nämlich erstmal eine App runterladen. Das Ganze hat hier also kein CarPlay oder ähnliches. Das ist immer doof. Das connectet ja 3 Tage lang schon. Übertragung starten. So. Da ist er. Ja, wir sind ja schon drin. Jetzt muss ich jetzt. Hä? Ja. Ist das doof. Du kannst den Bildschirm vom Handy auch nicht ausmachen, weil dann geht es. Reinlegen, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe nämlich nur dieses riesen USB-A-Kabel dabei. Ja, dann kann ich ja nichts trinken, wenn ich das hier habe. Und ist auch dann 16:9. Aber ist jetzt auch, was ist das denn jetzt? Oh, ist das ein Murks. Aber wir haben Maut, ne? Ich habe nichts geändert. Ich habe nichts geändert. Boah, ist das doof. Boah, ist das nervig. Ich brauche jetzt nicht erwähnen, dass das Ding noch nicht mal ein Tempomat hat, oder?
Aber wenn ich jetzt hier auf Mode gehe, Weißt du, da ändert sich das. ja, ist ja einmal. Du kommst doch nicht zurück. Ich muss jetzt wieder... Boah, ich zum dachte Glück. schon. Please operate on your mobile phone. Ja, machen wir mal. Das ist eine Mücke, oder? Ja. City noise turned crystal clear. You caught my eye in a moving crowd. Heat in the dark, I can't explain how. Touch like fire, sound like gold. Lose control, lose control. Passing faces, crowded trains. I was lost inside the rain, and then you caught me. Time slowed down, in the moment I could feel. You caught my eye in a moving crowd. Heat in the dark, I can't explain how. Touch like fire, sound like gold. Lose control, lose control. You caught my eye in a moving crowd. Heat in the dark, I can't explain how. Touch like fire, sound like gold. Lose control, lose control, lose control. Just lose control. Wir sind 1,5 Stunden gefahren ohne Maut. Wir waren an 30 Millionen Tankstellen. Entweder verkaufen sie keine Touch-and-Go-Karte oder können sie die nicht aufladen, geschweige denn verkaufen. Also diese Mission ist noch nicht beendet. Wir sind jetzt aber beim Adventure Waterpark Dashu Beach, Dasura City Beach. Was weiß ich? Coast? Coast ging gut. Die haben sogar ein Hardrock-Café hier. Oh, ja, gut, dass wir sowas nicht angefangen haben zu sammeln. Coole Strecke, viel schon gesehen und ja, ist leider viel Roadkill auch, aber auch so spannende Bilder. Ja, Wasserpark eigentlich nicht so unser Steckenpferd, haben wir nicht so viel Ahnung von, auch nicht so viel Spaß dran. Aber hier steht eine Achterbahn. Und da haben wir dann Grund genug, hier mal rumzukommen. Und vielleicht rutscht man dann noch mal einen weg, wenn man schon mal hier ist. Wir waren Auto 13 auf dem Parkplatz, Auto 14 kam jetzt noch, die haben schon eine Stunde auf und ein kleiner Bus stand auch da. So Leute, wir sind drin und wir haben auch schon richtig was gemacht. Krakens Ranch, das ist hinter uns. Das fahren wir natürlich als erstes. Turn it up a notch, this is our time, this is our fight. Burn it too bright, it's going down tonight. Raising to a fire inside, go for mine. See the fire, mine, it's the Nicht wundern, ich bin so schlau und habe mich nicht eingecremt, weil wir schnell die Achterbahn fahren wollten. Weil uns gesagt wurde, es regnet heute und wenn es regnet, machen die alles zu und es gibt kein Geld zurück. Deswegen haben wir uns beeilt, aber es ist weit weg von Regen.
Warum kommt da jetzt so viel Wasser von der Rutsche runter? Und das habt ihr auch gerade in einer Erklärung schon gehört, warum wir das als erstes gefahren sind. Und zwar haben sie ja gesagt, es soll heute regnen und da machen sie alles zu. Das verursacht bei uns natürlich Panik, wenn wir extra dafür hinkommen. Mug Rides aus Waldkirch, Deutschland, haben den Watercoaster am Start und haben hier auch einen gebaut. Der erste Watercoaster überhaupt in der Region mit dem Skatern-Layout. Und jetzt sind wir auch alle drei, die das haben, gefahren. Es gibt nämlich einmal den ursprünglichen Skatern in Djurs Sommerland in Dänemark. Hat eine ganz coole Piratengestaltung bekommen. Dann haben wir Krakens Revenge ohne Gestaltung, außer dann diesen Kraken in der Station. Also das ist ja wirklich läppsch. Und ich bin selten so wenig nass geworden auf einer Wasserbahn, wie jetzt, wo ich in Badehose gefahren bin. Das ist super enttäuschend. Da würde ich echt den Nässegrad erhöhen, irgendwas mehr machen. Oder du machst direkt einen Spillwater, der dann eintaucht. Oder ein Rafting. Aber das ist jetzt Meckern auf ganz hohem Niveau. Aber ein Watercoaster hier ist natürlich auch eine coole Sache. Und wenn es der erste Watercoaster in der ganzen Region ist, kann ich auch verstehen, dass man dann auf ein Standard-Layout zurückgreift. Ich bin euch noch das dritte Layout schuldig, und zwar ist das Stormcoaster in Australien in SeaWorld. Und da haben wir quasi das alte Bermuda-Dreieck aus dem Moviepark Germany, beziehungsweise der Warner Brothers Movie World, was ja jetzt Area 51 ist. Und da hat man aber den Ride rausgenommen und alles, hat die Halle stehen gelassen, hat dann genau diesen Watercoaster da reingebaut mit ein bisschen mehr Auslauf, dass du da so einen Dark Ride Part hast, der gar nicht so toll geworden ist. Review dazu findet ihr hier oben verlinkt. Genau, das haben wir gemacht und dann sind wir rüber zu den Rutschen. Ich habe sie mir eben noch die ganze Zeit gemerkt. Jetzt habe ich den Namen der Rutschen vergessen. Riptide und Tidal, Topaz, hier wird's besser. Viererboot-Rutschen, wir sind nur zu zweit. Genauso viel Spaß, große Trichterrutschen, Schlauchbootrutschen, Bootrutschen. Also das Ding ist, Buddy Slides mögen wir halt so gar nicht. Und ja, ohne Anstehen war das jetzt witzig, mit Anstehen wäre es jetzt auch schon wieder ganz so witzig gewesen. Genau, da gibt es noch einen anderen kleinen Rutschenturm und natürlich Lazy River, ganz, ganz wichtig. Lazy River, es gibt ganz viele andere kleine Kinderrutschen und so Spraypark-mäßige Geschichte. Und eines der größten Wellenbecken der Welt. Artikel im Deutschen ist auch immer schwierig, wenn du noch nicht weißt, wie der Satz weitergehen sollst. Ja, die größte Gaudi hier ist, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, was man von der Kirmes kennt, vielleicht auch vom Jahrmarkt noch, wenn jemand auf dem Brett sitzt und man muss ein Ziel abwerfen und dann fällt derjenige in ein Wasserbassin. Ja, hier haben sie einen Müllcontainer mit einer Glasscheibe drin und dann das Brett, was an der Platte, aber es ist schwieriger, wohl die Platte zu treffen, als man denkt. Das ist die Mordsgaudi hier. Das haben wir jetzt alles gemacht, verbrennen uns die Füße, weil ich nämlich meine Tripstreletten vergessen habe einzupacken in dem ganzen Dusel. Und jetzt ziehen wir uns wieder um und dann geht es weiter. Wir haben ja noch ein bisschen was vor und wir haben auch noch ein bisschen was zu fahren. Also Autos zu fahren. Whatever. This is part of the plan, not just here for the ride. Never quit, never ran, telling no lies. Here to hate and dismiss me cause I'm here for mine. At the end of the day gotta end. We working to win, take the earnings and spend. Rubber band, it won't bend. Eine ganz wichtige Sache habe ich vergessen zu erwähnen. Es gibt nämlich, wenn man reinkommt, nicht nur einen großen Berg mit Wasserfall, sondern auch noch ein weiteres Fahrgeschäft, und zwar eine Schiffsschaukel, die Firma Fabri geliefert hat. Und auch hier, wo sind die Wassereffekte, wenn Leute schon nur in Badesachen fahren? So, die Uschi hat sich gerade irgendwas zu trinken geholt. Mountain Dave, ja, Mountain Dew, ich weiß. Pitch Black.
With a punch of grape citrus flavor. Boah, es riecht aber wie so ein Kirschsaft von Weinstefan, keine Ahnung. Lecker. Schöne Weinschorle hier. Wenn du Sauerkirschen, das Wasser, in dem die sind, wenn das mit Sprudel. Hast du schon mal getrunken? Habt ihr das schon mal getrunken? Wir hatten ja nichts. Ich habe auch irgendwas gekauft. Ja, hier. Das habe ich aber auch schon probiert. Ich nehme das mal aus unserer wunderschönen 7-Eleven-Tüte mit dem T-Shirt, in dem das Beutelchen wieder reinkommt. Lukas hat jetzt auch einen. Das war uns wichtig. Das ist wirklich, der ist auch high-worthy. Dinge bei Spritzer. Kleiner Spritzer. Dinge. Ja, ich habe das schon probiert. Das ist halt Lemon. Ich glaube, für dich ist das zu nah wieder am Spüli. Ja, ist zu nah am Spüli, am Klo, also am Klostein. Meine Meinung zum Wasserpark: Der Wasserpark war für mich genau richtig. Nicht genug, nicht so überfrachtet, ne? So ein paar Rutschken, mehr brauche ich nicht, dann reicht mir das auch schon wieder. Also für mich ist das jetzt ausreichend. Aber ja, man wird nicht nass genug, das ist richtig. Turn it up a notch. This is our time. This is our fight. Burning too bright. It's going down tonight. Raising too high. Fire inside. Going for mine. Oh. Bruder, das ist die größte Spinne, die ich je gesehen habe. Noch nicht mal in Australien waren die so groß. Digga. Und ich krieg die Tür hier wieder nicht auf, weil das Ding schon leer ist oder whatever. Ja, das war die Hupe. Wo war's das? Das nervt hier gerade. Okay, bitte. Wir haben uns im 7-Eleven einen kleinen Snack geholt. Waren wir nur für den Snack im 7-Eleven? Wir waren nämlich im 7-Eleven, weil wir die Touch-and-Go-Karte da endlich mal holen wollten. Haben wir so geschafft. Haben jetzt aufgeladen, das war auf jeden Fall auch Krampf, aber halb so wild. Wir haben es jetzt auf jeden Fall und hoffen, dass es auch funktioniert. Ich habe mir ein paar Chicken Nuggets gekauft. Eigentlich soll es da auch eine Soße zu geben, die habe ich glaube ich nicht, aber naja. Und der Bro hatte Drumsticks und einen Hähnchenspieß gekauft und wir haben noch ein paar Getränke geholt für die Fahrt, weil wir fahren jetzt 4,5 Stunden nach Kuala Lumpur und haben auch Maut, weil ansonsten ohne Maut dauert es glaube ich fast 8, ne? Ja, und dann schicke ich jetzt mal aus, die schmecken. Sehen jetzt nicht so krass aus, sag ich jetzt mal ehrlich. Sind weich, nicht crunchy, aber ein kleiner lecker Gewürz. Ich bin zufrieden. Ach, der war nur riesig. Gerade eben, als der Bro wieder versucht hat, das Auto aufzumachen, irgendwie ist da, ich weiß mit der Batterie nicht richtig, ob die nicht drin steckt oder weiß nicht. War unterm Auto einfach eine riesen Spinne, wirklich, und ich übertreibe nicht, die war wirklich riesig. Also ich habe schon viele Spinnen gesehen, aber so große habe ich noch nicht gesehen, in echt auf jeden Fall, also in der Natur, in echt schon, aber ja. Die war krass und Gott sei Dank ist dann vom Bros Schlüssel die Hupe los und dann hat sie sich verpieselt. Die war echt riesig. Läuft einer. Ich glaube, da kommt die Mautstation schon. Aber ich werde trotzdem mal den Honigeistee direkt mal probieren. Ja, aber bisschen schwer. Weißt du, wie so ein, wenn es so milchig irgendwas ist, Milchshake-mäßiges. So, wo muss ich denn jetzt hin? Touch and Go, theoretisch. Touch and Go. Leute, das Touch and Go. Der Kleber hinten dran. ja. Der hat noch 63 jetzt auf sein. Das kostet einen. Theoretisch haben wir dann jetzt. Das hat funktioniert. Weiß. Nee, wir haben. Ja, wir haben nur 30 drauf. Wir haben noch 40 bezahlt. Das kostet die Karte 10. Ist das so ungefähr? Der hat das nicht ganz verstanden. Gehen wir das einmal hin. Oh ja, sehr honigig. Steht ja auch groß drauf, Honey Drink. Ja, ich dachte, das wäre so ein bisschen. Diese Honigbeeren, diese Doppelbeeren aus der Apotheke von vor 100 Jahren, wenn irgendeiner rausfindet, wo es die irgendwann noch mal gibt, ich nehme eine Europalette. Ich fange heute einfach im Leben an, auch wenn man schon durchgucken kann. Ich habe keine Ahnung, was das sind. Das sind nur die Kügelchen drauf. Das ist Hähnchen für die.
Ja, theoretisch stand das da auch. Lecker. Ja? Scharf? Nee. Da ist gleich einen drauf. Nee, das ist mir zu viel, das schaffe ich nicht mehr. Sehr gut. Oh. Das muss ich ja noch ein bisschen filmen, finde ich. Nächste Runde. Ist doch viel zu heiß. Juicy. Ja? Bisschen Marinade, zu Barbecue-mäßig oder? Das geht noch. Gab nur noch Barbecue. Say never die. Oh, this is our time to fight. As long as I'm in it, then I'll fight. Got one life, I'ma live it. Don't count me out, it's go time, it's showtime. Watch me get it like a rose from the creek. I grew through the pain. Every scar on my sleeve is just proof from the game. Got no fear in my heart. They laughed on my name. Chew me up and spat me out. Try to kill me with shame. Wir haben ja jetzt ein wenig Zeit, wenn wir hier einmal quer durch halb Malaysia fahren Richtung KL. Das habe ich schon gesehen, als wir im Grab saßen, beziehungsweise war das, glaube ich, eigentlich schon in unserem VIP-Shuttle, der hier rüber gefahren ist. Und zwar an den Brückenschilder mit einem Regenschirm und dann ein Schild Regenschirm, ein Schild Motorrad und quasi wie viel Meter noch bis zum Unterstand, wenn es regnet, für Motorradfahrer. Das sind, bis jetzt waren es ausschließlich Brücken und dann ist einfach die Leitplanke auf der linken Seite, beziehungsweise ist überhaupt eine auf der linken Seite und die ist dann da nochmal ausgespart, dass man da rein kann und sich da hinstellen kann und dann den Regen abfangen. Hier ist eine Brücke ohne Brücke, also die führt von nichts nach nichts. Dann auch hier spannend, die haben so Flatterbänder an den LKW hinten an den Rädern. Ich weiß nicht, damit du es siehst, damit du dich reinfliegst oder damit dann nicht die Steine an der Seite rausfliegen, man weiß es nicht. Habe ich auf jeden Fall jetzt schon öfter gesehen. Und dieses Auto hat keinen Blinker, den man antippt und der dann ein paar Mal blinkt. Man muss das so oldschool machen, wie man das von früher kennt. Rechtslenker, Linksverkehr hat man, glaube ich, schon gesehen. Das Video ist nicht gespiegelt, das ist hier so rum. Das ist jetzt schon fast nicht mehr erwähnenswert. Das ist auch schrecklich eigentlich. Dafür hat das Auto sonst auch wieder gar nichts. Es hat aktuell auch noch nicht mal Musik, weil es ja kein CarPlay oder ähnliches gibt. Und diese App, die man da installieren soll, die ist ja nur zum Spiegeln des Displays, nicht zum Ton abspielen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich habe auch noch keinen Klinkenanschluss gefunden, was auch nichts bringen würde, weil das iPhone keinen Klinkenanschluss hat. Fällt mir jetzt gerade ein. Ich kann das MacBook hier aufstellen. Ja, du kannst ja nicht mal die Hand richtig auf dem Lenkrad ablegen, weil ich dann immer den Mode-Knopf mit dem Handballen drücke. Wow. Wir haben ja ein ich habe schon wieder vergessen. Ein Proton Raptor F150. Hätte ich gern. Aber wir haben ein Proton Saga. Naja, Saga mal nichts, besser als laufen. Aha. Gestern übrigens, wo wir auch dann zu der Kirmes gefahren sind, mit Öffis hätte das 2 Stunden 7 Minuten gedauert. Oder 7 Stunden zu Fuß. Das einmal vielleicht dazu, warum es wie immer für uns, wie wir es machen, ohne den ganzen Gepäck praktischer ist, eine Tour mit einem Auto zu machen. Obwohl wir jetzt in Malaysia dann in KL nur noch einen Hub haben und nicht groß wechseln. Was in dem Verlauf dieser Tour aber noch ein paar Mal passieren wird, ist es trotzdem praktischer mit den ganzen anderen Kram, mit dem Rausfahren, was wir machen, auch hier jetzt hinfahren und dann jetzt zurückfahren. Genau, das auf jeden Fall auch schon mal dazu. Währungen haben wir, glaube ich, auch noch gar nicht groß auf dieser Tour thematisiert, aber das ist ja auch, das hörst du einmal und dann weißt du es selber auch nicht mehr, glaube ich. Wir werden auch auf dieser Tour noch öfter die Währung wechseln, das ist auch ulkig. Ansonsten ist das, glaube ich, dann erstmal alles. Fahren ist bis jetzt super entspannt, auch wenn dieser Wagen natürlich kein Tempomat hat. Das ist jetzt auf so einer langen Autobahnstrecke unfassbar nervig, aber
Wenn das immer drin ist, dieses Antippen und dann passiert nichts. Ich merke es wenigstens noch. Aber in Saudi-Arabien hatten wir es ja auch 4 Stunden quer durch die Wüste. Und schafft man das jetzt auch. Landschaft total crazy wieder. Ich frage mich immer, ist das, wenn du jetzt als Malaie nach Deutschland kommst, denkst du auch so, wow, Laubwald? Oder ist das, ja, was ist das für ein Quatsch? Wir haben so krasse Palmen oder whatever das hier ist. Genau, und natürlich ist es auch hier brüllend heiß. Jetzt haben wir, glaube ich, alles, oder? Ich vermisse ein bisschen die große Spinne. Die war echt gigantisch. Und ich habe daneben gehockt. Verrückte Welt. I fight, got one life, I'ma live it. Don't count me out, it's go time, it's showtime. Watch me get it like a rose from the creek. I grew through the pain, every scar on my sleeve is just proof from the game. Got no fear in my heart, they laughed on my name. Chew me up and spat me out, tried to kill me with shame. I was broken once before, won't be broken again. Rise from the fire like I'm wired to win. Turn it up a notch. This is our time. This is our fight. Burn it too bright. It's going down tonight. Raising too high. Fire inside. Going for mine. Let's say never die. This is our time to fight. Yeah. Yo Peoples, wir sind unterwegs. Wir haben ja erwähnt, dass wir uns unser Handy nur spiegeln können auf den Screen, das ja super toll aussieht, und nicht die Musik abspielen können. Du kannst aber auch nicht das Radio laufen lassen und dann wieder auf das Screen, da geht das Radio aus. Wow, was eine Möhre. Wir haben jetzt gerade auf der Autobahn getankt. In einer Zeit, wo wir bei 2,60 Euro teilweise oder auch weit drüber in Deutschland sind, und haben dafür umgerechnet, auch hier ist es teurer geworden nach dem Krieg, was denkt ihr? Genau, 84 Cent für den Liter bezahlt. Also es ist jetzt gut, aber es ist erschreckend. So rare ist das Ganze. Was ist los? Ich bin am Überlegen, weil ich war vorhin nur mit Bargeld bezahlen. Wir sind nämlich jetzt auf dem Rastplatz, wollten noch was zu trinken ergänzen. Dabei, dass ich super überzeugt, ich würde jetzt was nehmen, aber Okay, warum geht das dann wieder nur mit Bargeld? ja. Weil wir haben ja Bargeld, aber Ja, ja. ich will es vielleicht nicht unbedingt loswerden. Ja, aber wenn wir jetzt... Wir haben auch nicht mehr viel... Nee, nochmal irgendwo anders. Ja, wir haben noch im Koffer, aber genau, das haben wir. Und irgendwas wollte ich noch erzählt haben, neben dem Tankpreis und dem... Oder war das alles? Das kann auch sein. Ja, hier auf dem Rastplatz sind irgendwie auch ganz viele Foodtrucks. Ich weiß ich nicht. Also klar, wenn du hier bleibst und ein Klo hast, dann kannst du es riskieren. Aber so habe ich davor Angst. Ja, das ist ja denkbar schlechteste Platz, um stehen zu bleiben. No Parking. Darf ich mal hier... So, was macht der hinter mir? Guck, hier bleibt er stehen mit dem No Parking Ding. Genau da. Einmal fürs Protokoll, ey. Pfeife. Richtige Pfeife. Ja, ist doch nicht normal, oder? Und natürlich dann, wenn wir da lang kommen und ich bin halt so ein alter Meckersack und dann sage ich das auch, dass das nicht geht. So. Haben auch schon ein Delay wegen Stau. Ey, das ist so ein Rentnerauto. Aber das stimmt auf die Farbe. Ja, im Gesamten sieht das aus wie das übelste Rentnerfahrzeug. Na gut. Checken, ob da keine Riesenspinne gerade irgendwie einen umbringen will, nur weil man ans Auto geht. Aber ich habe die Batterie wieder richtig reingemacht, jetzt geht's wieder. Geht das auch hier mit dem Kofferraum? Glaube ich, ja. Nimmst mal die Finger da weg. Und der Iman schreit auch schon wieder rum. Wir sind ja in einem sehr muslimischen Land. Atomkraftwerk, gerade frisch angeliefert. Schöner Brennstab. Wir probieren Potato Chips Chili Salsa.
Ich will mit der Brody-Tüte aufpacken. Versuch nochmal die andere Seite. Gib mir die doch einfach, weißt du? Sag ich doch. Meine Vorarbeit. Perfekt. So, dann probier mal. Hat eigentlich jemand sowas gut gerochen? Nee. Nee. Das nervt. Warum? Weil es alles gleich schmeckt? Ja. Ich finde jetzt nicht, dass sie nach Knochenmehl schmecken, aber einfach nur salzig. Noch nicht mal irgendwie nach Tomate oder so. Ja, nix. Außer Glutamat und Schärfe. Ja. Ich würde euch gerne das Bad zeigen, aber die Uschi hat da was gegen. Das ist das Einzige, der nicht an war. Ach so, ich dachte gerade, wo ist die Dusche? Das Duschklo. Warum gibst du keinen Vorhang? Was ist denn das für ein Witz? Ist ja lustig. Aber was ist das so für ein Baurohr? Das ist die Roboter. Ah, schon wieder eine Kante, ey, Leute. Ja. Das ist extra. Passt ja nicht da runter. Ah, wenn ich kochen will, muss ich die Wand wegziehen oder was? Nee, aufklappen. Ah, schön. Ja, aber leider, ey, guck mal, hier, die Leute treffen den Schrank noch nicht mal. Ja, das ist so, glaube ich, dann halt auch schlechte Verarbeitung, ne? Aber passt auf, Leute. Ne? Uschi hat die Lampen auch da nicht angemacht. Ja, Entschuldigung. Also das ist, aber jetzt passt mal auf, was man von hier aus sehen kann. Hier für den Instagrind, um hier zu liegen. Nix, weil es genau davor ist. Na, da ist er, der Kleine. Der Kleine, ja. Kannst du mir schminken und dann kannst du dann anglatzen. Eigentlich müsste ich komplett verträumt mit einem Buch in der Hand und einer Tasse Kaffee hier liegen. Au! Genau aus dem Grund mache ich das nicht. Und wird auf den, wie heißt er nochmal? Den Decathlon Tower gucken hier. Wir sind nämlich jetzt in KL in Kuala Lumpur mal angekommen, haben irgendwie mal fast eine Stunde jetzt hier für 13 Kilometer gebraucht. Super, aber dafür haben wir hier ein wirklich cooles Zimmer. Es ist ein bisschen abgerockt, ein bisschen shitty alles, kaputt. Hat die besten Zeiten in sich. Ich finde, also erstmal das hier ist ultra geil. Vor allem bin ich mal gespannt auf heute Abend, wenn das hier alles leuchtet. Leider ist das Gebäude so ein bisschen zugebaut, dass man gar nicht so eine coole Sicht hat mit diesen Lamellen hier. Aber wir gucken direkt auf einen dieser krassen Türme. KL ist voll mit crazy Türmen und ist 5-mal in der Top-10-Liste der höchsten Gebäude Südostasiens. Muss man auch mal hinkriegen.
Und sonst auch crazy Blick über die Stadt. Dann gibt es eine Couch vor dem Bett. Es gibt auch wieder einen Schreibtisch mit einem großen, bequemen Stuhl. Ich habe nicht gesessen, aber die Lampen müssten wir leider auch vielleicht mitnehmen. Aber ich habe zum Glück keinen Platz mehr dafür. Und wir haben auch, weil es ein Studio ist, wieder eine Küche. Wenn ihr euch denkt, ja okay, du hast ja nur einen Wasserhahn und ein Becken. Nein, ich habe auch den Rest der Küche dazu. Schon witzig. Großen Schrank, großes Bad. Aber was ich jetzt halt gerade noch sagen wollte, also du siehst ja auch, das ist ja alles hier richtig runtergerockt. Das ist ja, und das ist ein Beispiel von vielen. Also das ist ja wirklich eine Designsünde. Und das macht es alles auch nicht besser. Und die Fernbedienung für die AC passt doch gar nicht mehr in die Halterung. Das war wahrscheinlich mal eine andere. Mal ab davon, dass der Peter auch abgeht und alles. Und dann noch so eine Designlampe, die man nämlich noch nicht mal sieht. Aber dafür ist die Tür fancy. Sollen wir das einmal zeigen? Das war fancy. Wir gehen einmal hier raus. Kommt der mal mit. Also das erste ist. Das habe ich noch nicht gesehen. Ach, noch mehr Stauraum. Und da oben ist der Sicherungskasten. Da kommt eigentlich das Geschirr dann rein. Ja. Da kommt mal, wie viel, selbst wenn das ein Schrank wäre, den du hättest, brauchst du eine Leiter. Auch wie im letzten. Oh. Noch ein Tritt. Ja, der Flur grauenvoll. Und ist der, ja, das ist nicht genau wieder, der ist auch offen. Also das war im letzten Hotel von heute Morgen genauso. Das ist der Hotelflur. Hier, das ist offen. Aus, ne? Ja, ich habe gerade davor gehauen. Aber es ist trotzdem offen. Das ist Frischluft, die hier reinkommt. Deswegen ist auch alles gefliest. Deswegen sind Teile der Wände oder der Decken auf dem Boden. Nun ja, wir sind auf Etage 23, auch wieder nicht so hoch, aber 23, coole Zahl, Zimmer 13. Und aufpassen, hier hingucken auch mit. Perfekt. Man hat es, glaube ich, gar nicht gesehen. Nein, ich habe schon. Was Den Riegel, dass er sich aber macht er das nicht? Ich hab das. Der hat sich bewegt. Das aha, Warte mal. ich hab das. Wenn jemand einen neuen Job sucht als Kamerafrau. Ja. Steinmetronik. Ja, das Bad. Das ist ein Bad. Würde zu uns passen mit den Hexagonfliesen. Und die Dusche, dann bin ich schon da. Eine Stufe ist. Ah, das ist doch eine Stufe. Nein! Oh, da hast du dich verstoßen. Oder ich. Ich gebe das mit dem Duschen dran. Ich benutze nur die Popo-Brause. Sollen wir jetzt hier noch alles? Wie viel Zahnbürsten brauchst du? Ja. Oh, die Regale alle durch. Ne? Also ich will jetzt das Rohr. Was ist das für ein Rohr? Was war da mal? Waschmaschine bestimmt, oder? Stimmt. Also ich will jetzt nicht zu viel meckern. Ne? Ist das nicht sowas, was du haben wolltest für das Spülmittel? Ja, achso, ja, da habe ich gesagt, das finde ich witzig, aber es ist hässlich. Okay. Ich will das nicht haben. Ja, aber trotzdem mega cool, ne? Wie viel? Gute 50 € pro Nacht. Hier. In der Hauptstadt von Malaysia. Parken kostet aber extra. Da bist du aber bei 5 Rubel da. Wie heißen die? Real? Ringgit. Ringlis. 5 Ringlis. Ringgit? Ranjits. Ringgits. Das ist ein Euro. Aber nur, wenn man das mit seiner Zimmerkarte zusammen das Parkticket an der Rezeption bezahlt. Und das bei jeder Ausfahrt aus dem Parkhaus. Solltet ihr, warum auch immer, 10-mal raus und reinfahren an einem Tag, sind es 10 €. Sonst ist es 1 € jedes Mal. So weit kommt man aber nicht bei dem Verkehr. Taktisch vielleicht nicht die klügste Entscheidung, aber Uschi hat das mit Gewissen gemacht und hat sich was dabei gedacht. Ich möchte nicht meckern und ihr meckert dann auch nicht, dass wir hier sind und vielleicht Zeitverluste haben. Wir haben nämlich jetzt auch schon gleich 7 Uhr, deswegen haben wir auch nicht mehr irgendwas anderes angesteuert, wo wir quasi mehr oder weniger dran vorbeigekommen sind, wo wir aber zum Teil, ja, das war wegen dem Regen, war ein bisschen schwierig und das andere waren wir trotzdem noch zu früh und wären noch viel später hier hingekommen. Komplizierte Welt. Wir sortieren uns kurz und dann müssen wir, glaube ich, was essen oder erst Pool. Erst essen, dann Pool, weil den müsst ihr auch noch sehen. Skulle sagt det här för länge sen. Jag borde berättat, jag borde visa dig. Svaret borde, jag vet det var dumt av mig.
Peoples, wir sind aus dem Hotel rausgesteppt, funky Weg hier runtergelaufen. Was waren es jetzt, 300 Meter oder was? Und sind jetzt eingekehrt. Direkt ums Eck, das sieht aus wie ein Hinterhofweg. Es ist auch ein Hinterhof, weil da komme ich nämlich auf die Rückseite von Gebäuden. Und hier sind aber mehrere Restaurants nebeneinander und wir sind jetzt bei einem Mexikaner gelandet. Hier sind in der Umgebung überall nur Mexikaner, was mich gerade geguckt hat. Google hat das irgendwie gesagt. Ja, dann essen wir jetzt erstmal was, holen uns dann noch im 7-Eleven ein paar Drinks wieder und werden morgen wahrscheinlich mal einen größeren Stop machen, wo wir ein bisschen was einkaufen, weil wir haben ja jetzt auch nicht übertreiben, wir sind wohl 3 oder 4 Nächte hier, ja, die waren Montag und Donnerstagmorgen müssen wir wieder raus. So viel schon mal dazu, wo es dann hingeht. Auch da gehört die Kommentarsektion wieder euch. Ihr könnt ja mal überlegen, was wir noch Verrücktes geplant haben. Und genau, sagen gleich das Essen noch, gibt ein Burrito und gibt eine Fajita und ja, noch Fajitas. Wusste ich, dass das Fajiten. Fajiten sind. Du hast ja mehrere. Ja, bevor Ocean mir das jetzt erklärt, bis gleich. Der ATM passt anders hier nicht hin. Sandwich, Melönchen, Leute. Ist wieder alles super slicky hier. Ich hoffe, ihr hört mich, weil die Tiere eskalieren jetzt des Nachtens auch. Das riecht hier so richtig wie im Truppenhaus, ne? Sind wir ja auch. Irgendwo kommt das Tropenhaus ja auch her. Man muss sagen, wir haben echt sehr gut gegessen, aber auch sehr viel bezahlt. Wir sind hier voll in den Touristenladen gekommen. Aber das ist halt wirklich keine 7 Minuten zu Fuß vor unserem Hotel. Und dann haben wir das jetzt einfach mal eben gemacht. Wir sind heute genug gefahren und Mann! Ich muss hier das ist ja auch mal dabei. Aber der Sound jetzt, dann dass diese feuchte Luft und so, das ist gerade schon ziemlich weird irgendwie. Kein Wunder, dass hier alles wegrostet. Das ist unser Hotel. Das ist die Bank. Ja, hier möchte man auf den Bus warten.